Ludwig van Beethoven schrieb nur eine Oper, nämlich Fidelio. Für diese Oper schrieb er aber 4 unterschiedliche Ouvertüren. Um sie voneinander unterscheiden zu können, werden sie meist mit Namen versehen: Leonore I, Leonore II, Leonore III und Fidelio-Ouvertüre. Natürlich können die Ouvertüren nicht alle gleichzeitig zu Beginn der Oper ertönen, aber warum hat Beethovens einzige Oper überhaupt 4 Ouvertüren? Beethoven hat für Fidelio nicht nur 4 Ouvertüren geschrieben, sondern seine Oper insgesamt mehrfach überarbeitet. Einzelne Nummern wurden weggelassen, verkürzt oder auch erweitert. Es gibt 3 Fassungen der Oper. Die erste aus dem Jahr 1805, die zweite von 1806 und die dritte Fassung von 1814. Wird die Oper heute aufgeführt, ist es üblicherweise diese dritte, letzte Fassung. Für jede der Fassungen hat Beethoven eine eigene Ouvertüre geschrieben. 1805 erklang die Leonoren-Ouvertüre II, 1806 die Leonoren-Ouvertüre III und am 23. Mai 1814 sollte die Fidelio-Ouvertüre die Oper eröffnen. Aber dazu kam es nicht, denn Beethoven wurde schlicht nicht rechtzeitig zur Premiere damit fertig. Wie die dritte Fassung bei der Premiere tatsächlich begann, lässt sich wegen widersprüchlichen Angaben nicht genau sagen. Egal was es war, es wurmte Beethoven. Zitat: Die Leute klatschten, ich aber stand beschämt. Das heißt die gespielte Ouvertüre, gehört nicht zum Ganzen. 3 Tage später, am 26. Mai 1814, bei der zweiten Vorstellung der dritten Fassung, war es dann soweit. Die laut Theaterzettel bei der ersten Vorstellung wegen Hindernissen weggebliebene neue Ouvertüre ertönte zum ersten Mal. Nur eben bei der zweiten Vorstellung. Damit ist die eingangs gestellte Frage, warum gibt es 4 Ouvertüren, bereits überwiegend beantwortet. Aber bevor wir zur noch fehlenden Leonoren-Ouvertüre I kommen, widmen wir uns kurz den Namen. Einige fragen sich vielleicht bereits, warum 3 der 4 Ouvertüren Leonore heißen. Dazu kurz zur Handlung der Oper. Leonore und Florestan sind glücklich verheiratet. Florestan wird aber als Opfer politischer Willkür ins Gefängnis gesteckt. Leonore verkleidet sich als Mann, nimmt den Namen Fidelio an und versucht, ihren Mann aus dem Gefängnis zu retten. Fidelio und Leonore sind also Namen und es handelt sich bei ihnen um ein und dieselbe Person. Diese Geschichte wurde aber nicht von Beethoven und seinen Librettisten erfunden, vielmehr gab es bereits Opern mit derselben Handlung. Eine französische Oper von Pierre Gavot aus dem Jahr 1798 sowie eine in Dresden 1804 uraufgeführte Oper von Ferdinando Paer. Remakes und Reboots sind also nicht nur bei Superheldenfilmen zu finden, sondern betreffen auch Opern. Während die Titel der Pariser und Dresdner Opern den Namen Leonore bzw. Leonora verwenden, wurde Beethovens Oper in Wien in allen 3 Fassungen als Fidelio aufgeführt, wie auch auf den Theaterzetteln zu lesen ist. Neben den Theaterplakaten gibt es auch Librettodrucke, und das Libretto der zweiten Fassung wurde tatsächlich unter dem Namen Leonore veröffentlicht. Häufig ist zu lesen, dass Beethoven den Namen Leonore bevorzugt habe, die Theaterleitung allerdings auf den Namen Fidelio bestand. Nun noch zur bislang fehlenden Leonoren-Ouvertüre I. Sie wurde von Beethoven für eine geplante Produktion seiner Oper in Prag im Jahr 1807 geschrieben. Leider kam diese Produktion aber nicht zustande. Damit haben wir jede der 4 Ouvertüren historisch verortet. Bemerkenswert ist, dass die Nummerierung der Leonoren-Ouvertüren nicht ihre Chronologie widerspiegelt. Leonore I ist eigentlich die dritte, Leonore II die erste und Leonore III die zweite. Leonore III gilt übrigens laut Ulrich Schreiber als Inkarnation des symphonischen Höhenstils Beethovens. Es gab und gibt Versuche, Leonore III in Aufführungen von Fidelio zu integrieren. So wurde Leonore III laut Ulrich Schreiber auch als Appendix der Oper aufgeführt, das heißt nach dem Finale zum Ende des zweiten Aktes der Oper. Otto Nicolai, der Begründer der Wiener Philharmoniker, hat hingegen Leonore III 1841 an den Beginn des zweiten Aktes gestellt, sozusagen eine Ouvertüre für den zweiten Akt. Und auf Gustav Mahler geht seit 1904 die Tradition zurück, Leonore III im zweiten Akt zu spielen, gewissermaßen als Verwandlungsmusik zwischen der Kerkerszene und der Schlussszene der Oper. Aber auch abseits der Opernbühne haben die Ouvertüren zu Beethovens einziger Oper Karriere gemacht, vor allem in den Konzerthäusern der Welt. 1840 dirigierte etwa Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig alle 4 Ouvertüren hintereinander in einem Konzert. Während Beethoven also für eine Oper 4 Ouvertüren schrieb, ging es in der Operngeschichte manchmal auch andersrum. So schrieb Gioacchino Rossini eine Ouvertüre bzw. Sinfonia, die in seiner Oper Aureliano in Palmyra 1813 Verwendung fand.
und 2 Jahre später in einer seiner weiteren Opern, nämlich in Elisabetta Regina d'Inghilterra. Und noch einmal ein Jahr später in einer seiner bekanntesten Opern, nämlich dem Barbier von Sevilla.